Hallo Leute, heute Abend wollen wir uns mal mit Cura beschäftigen, weil ich ja doch so die ein oder andere Frage bekommen habe zu wie gut druckt der Tronxy. Dann hatte jemand geschrieben, ob ich die Cura-Einstellungen veröffentlichen kann von mir. Dazu habe ich jetzt mal ein paar reingeladen auf diesem PC, weil ich den PC normalerweise mit Cura gar nicht nutze. Hab aber vor längerer Zeit dort die 4.8 installiert gehabt und nehme euch jetzt gleich dann mit dazu. Dann installieren wir erstmal die 4.9 und schauen uns dann das Ganze mal an. Ich habe jetzt 4, 5 Profile mitgenommen, die ich jetzt glaube, einfach so rausgeben zu können, wo auch jeder was mit anfangen kann. Und ansonsten muss man dann halt mal sehen. Es ist halt immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Ich lege halt nicht für jede kleinste Änderung ein neues Profil an. Wenn ich jetzt weiß, ich will irgendwas, ich sag jetzt mal so, was ich jetzt im Moment auf dem Drucker habe, das kann ich euch halt gleich auch mal zeigen. Wenn wir dann mit der Installation fertig sind, wenn ich weiß, es soll halt schön werden oder muss schön werden, dann gehe ich halt einfach bei einem vorhandenen Profil ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter und nehme die Temperaturen zacken hoch vielleicht, je nachdem, wenn ich weiß, was es für ein Filament ist, und tue auch dann die Layerhöhe dementsprechend ein bisschen anpassen. Aber dazu lege ich mir dann halt für dieses eine einzige Teil kein neues Profil an. Aber ich selber nutze im Moment so circa 15 bis 20 Profile, wovon aber mindestens 10 bis 12 für euch absolut unrelevant sind. Also das sind spezielle Profile für ohne Infill oder sowas oder für Teile, die extrem schnell gehen sollen, weil sie halt nichts aussehen müssen, weil es wirklich nur ist, hier, pass mal auf, mach mir mal einen Einleger für das Werkzeug. Ich will den nur mal eben einklicken und gucken, ob das funktioniert, wenn ich da, sag ich jetzt mal beispielsweise mit einem Roboterarm drauf fahre oder so. Das Teil muss nach nichts aussehen, das Teil muss nichts halten, das wird einmal irgendwo reingesteckt, danach fliegt das in die Tonne. So, das war jetzt halt nur mal ein Beispiel. Aber ja, andere Teile dann wiederum sind auch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt halt irgendein Profil habe, was ich speziell angepasst habe, um wirklich dieses eine Teil, sag ich jetzt mal, fast auf Null-Toleranz zu drucken. Aber das ist dann auch nur für dieses eine Teil. Und diese ganzen Profile habe ich jetzt halt weggelassen. Ich habe für euch halt im Prinzip das jetzt so zusammengeschrumpft, dass ihr halt sehen könnt, was man halt machen kann mit dem Drucker und die Profile auch nutzen könnt. Das Problem ist auch, ihr müsst euch mit den Einstellungen beschäftigen und ihr müsst Einstellungen auch noch freischalten, weil die Standardeinstellungen, die sind halt sehr begrenzt nutzbar. Und ja, wenn man Geschwindigkeiten verändert, muss man auch im nächsten Zuge direkt andere Parameter anpassen, Temperaturen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das Ganze setzt halt auch noch mehr voraus. Es ist ganz wichtig, dass euer Extruder kalibriert ist, dass ein Pit-Tuning gemacht worden ist vom Hotend. Und auch, je nachdem, bei meiner Marlin ist es auch freigeschaltet, ein Pit-Tuning vom Tisch. Das sind schon mal so Grundvoraussetzungen, ohne die wir eigentlich überhaupt gar nicht anfangen brauchen, darüber zu sprechen, wie gut oder schlecht dieser Drucker druckt. Weil es ist halt so, der Drucker kann nur so gut drucken, wie er eingestellt ist. Der Drucker alleine macht nicht den Druck. Das Hotend hat was damit zu tun, der Drucker hat was damit zu tun, die Person, die vom PC sitzt, hat was damit zu tun, vom technischen Verständnis her. Und die Software hat was damit zu tun, wie gut sie eingestellt wird. Weil im Endeffekt kann die Software nur das machen, was ihr sagt. Wenn ihr totale falsche Werte sagt, kann die Software nichts daran ändern. Dann kommt hinterher wahrscheinlich ein geschmolzener Klumpen Plastik dabei raus. Das ist aber so. Und deswegen ist es halt immer die Frage, worüber sprechen wir. Ich versuche das jetzt so ein bisschen auf die Basics runter zu reduzieren. Ich selber nutze halt auch sehr viele Einstellungen in Cura. Ich möchte aber auch nicht auf alle Einstellungen eingehen, weil ich weiß, dass andere YouTuber hier in Deutschland teilweise ganze Leitfäden geschrieben haben, sich einen Haufen Arbeit gemacht haben damit und diese halt verkaufen. Und ich fände das unfair, wenn ich mich jetzt hinstelle und euch diese ganzen Einstellungen sagen würde, weil
Das ist halt dann irgendwie, das rechtfertigt nicht die Arbeit, die sich andere damit gemacht haben. Ich muss dazu allerdings auch gestehen, ich habe keinen dieser Leitfäden gekauft. Ich habe mich dort eingelesen, habe mich lange eingelesen, habe viel probiert, habe auch bestimmt 2 Kilo Filament weggeschmissen, bis das alles so war, wie ich das haben wollte. Und dieser Prozess, das ist ein Prozess, wo ihr auch alle mit rechnen müsst. Also es ist nicht so, ihr kauft den Drucker, ihr stellt den hin, es ist perfekt. Da kommt zwar ein Druck raus, meistens auch bei diesen Werksdrucks, die halt auf den SD-Karten drauf sind. Die kommen super raus, aber alles, was ihr danach macht, ist, naja, so lala. So, und dann fängt man halt an, extrahiert aus dem G-Code der vorhandenen Dateien erstmal die Geschwindigkeitsprofile und schaut sich an, wie die aussehen. Meistens ist es gar nicht mehr möglich, weil sie mit einem so alten Cura geschrieben wurden, dass das neue Cura überhaupt nichts mehr extrahieren kann. So, dann fängt man halt an, die G-Code-Datei durchzuschauen, wie die Geschwindigkeiten so aussehen und auch die reduzierten Geschwindigkeiten aussehen und so weiter und so fort. Und macht sich daraus erstmal ein Profil. Das ist erstmal der erste Schritt mit der Layerhöhe, wie auch dort vorgegeben ist. Und dann schaut man erstmal, ob dort im Endeffekt das gleiche rauskommt wie bei dem Teil, was bei dem Drucker dabei war. Wenn das der Fall ist, dann ist auf jeden Fall herstellerseitig nichts irgendwie angepasst worden, wo ihr nichts von seht im Profil. Und ihr könnt damit erstmal arbeiten. So, dann kann man halt anfangen, kann die Geschwindigkeiten langsam steigern und kann schauen, was halt sich ändert. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 2/10 Layerhöhe fahre und schaffe dort halt 60 bis 80 Millimeter in der Sekunde, gehe ich auf eine 1/10 Layerhöhe runter, kann ich bei einem PLA eventuell ohne Probleme die doppelte Geschwindigkeit erreichen. Das ist aber auch nur so eine, ich sag mal, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das liegt am Filament. So. Und die Drucker können schon was. Also ich habe selber Drucke gesehen, die habe ich auch zugeschickt bekommen von meinen Abonnenten. Die gingen teilweise über 250 Millimeter die Sekunde und höher. Und die Drucke sahen hinterher noch gut aus. Man muss natürlich extrem hochgehen bei diesem, sag ich jetzt mal, schlechten Hotend, was dort drinne ist, mit der Temperatur. Da muss man wirklich extrem hochgehen dann, gerade auch bei PLA. Also ich denke mit PLA, wenn ich bei 250 Millimeter drucken möchte, da werde ich so meine 245, 250 Grad brauchen, um überhaupt das Material so schnell flüssig zu bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Material verbrennen würde oder dass das Material über der Temperatur betrieben wird, die vom Materialhersteller angegeben wurde. Nein. Ihr müsst immer bedenken, wie schnell muss das Material aus der Düse raus. Und in dieser Geschwindigkeit hat man wahrscheinlich bei dieser Temperatur in etwa die gleiche Temperatur, wie wenn man jetzt mit normalen 50 bis 60 Millimeter druckt, bei 200 Grad. Und das muss immer mitbedacht werden. Ihr verbrennt halt nicht das Filament, wenn ihr es heißer macht, wenn ihr schneller werdet. Ihr verbrennt das Filament nur, wenn ihr langsam druckt und einfach 40 Grad zu viel einstellt. Dann kocht euch das alles weg, das ist klar. Aber wenn ihr schneller werdet, dann müsst ihr auch die Temperatur anpassen. Ohne eine Temperaturerhöhung erreicht ihr keine höheren Geschwindigkeiten. Und das geht auch nur bis Punkt X. Dann ist es sowieso ganz vorbei. Also wenn ihr aus dieser Tabelle, ich sag jetzt immer für mich Tabelle rauslauft, wo okay gekennzeichnet ist und lauft da komplett daneben, dann ist fertig. Das ist genauso wie wenn ein Chiptuner die Map vom Auto verkehrt programmiert. Wenn ich dann eine falsche Luftspritrate einprogrammiere, dann geht entweder der Motor kaputt oder er stirbt ab. So. Genauso ist es hierbei auch. Fürs Schweißen gibt es auch Tabellen. Da gibt es richtige Richtlinien, wo man dann halt mit Balkendiagrammen und so sehen kann, bis dahin ist es okay, dann ist es nicht mehr okay und so weiter und so fort. Das sieht halt wirklich fast so aus. Deswegen habe ich das Beispiel gebracht mit dem Motor, wie bei einem Chiptuner die AFR-Map. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, wo ihr euch mit beschäftigen müsst. Und ihr müsst euch von vornherein drüber klar sein, was wollt ihr, was will ich. Ich persönlich drucke lieber ein bisschen langsamer, hab dafür Qualität
und habe Qualität, die immer gleichbleibend ist. Auch wenn ich mal ein Filament wechsle auf einen anderen Hersteller, dann ist das egal. Aber es gibt halt Leute, die drucken wirklich nur auf Geschwindigkeit. Die wollen das allerletzte rausholen, was bei diesem relativ gammeligen Hotend mit dem wirklich absolut schlechten Heizblock. Also der Heizblock ist nochmal 2 Gramm leichter wie das, was ich sonst so nachgekauft habe, eigentlich irgendwann gar nicht mehr möglich ist. Weil die Temperatur kommt so schnell gar nicht zur Düse. Und dann seid ihr irgendwann fertig. Entweder habt ihr keine Layerhaftung mehr oder es kommt nichts mehr raus oder es kommt zu wenig raus. Und dann irgendwann rutscht der Extruder durch, dann ist es auch fertig. So. Das war jetzt schon mal so mein Vorwort zu dem Ganzen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal zur Installation, weil die 4.9 würde ich ganz gerne dann vorher noch installieren mit euch. Das passt ja dann auch zum Video, denn die ist ja recht neu rausgekommen. Und dann können wir nämlich dort anfangen. So, ich starte jetzt als erstes erstmal den Installer, damit ich die 4.9 draufkriege. Nein, ich möchte die alte Version nicht runterschmeißen, weil ich mit der 4.9er auf einem PC Probleme hatte. Lasse ich die 4.8 erstmal drauf. Die Arduino-Treiber brauche ich nicht. Die sind ja schon da. So, und dann nehme ich euch nochmal ganz kurz vom Bildschirm weg. So, ich habe jetzt erstmal zur kleinen Webcam gewechselt. Es installiert jetzt währenddessen weiter. Ich muss da gleich ein Stückchen rausschneiden, sonst seht ihr OBS Studio. Das muss nicht sein. Entschuldigung, aber mein Asthma und mein Heuschnupfen werden immer schlimmer. Deswegen, wenn ich lange spreche, klinge ich immer, als wäre ich todsterbenskrank. Das ist aber nicht der Fall. So, jetzt startet dann die 4.9er Version. Dann gucken wir uns die gleich mal an. Und wenn die gestartet hat, zeige ich euch erstmal so die aktuellen Drucke von dem Drucker, damit ihr überhaupt erstmal seht und ein Gefühl dafür bekommt, was mit diesem Drucker möglich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es startet. Normal sollte es starten. Ich glaube, der PC macht aber noch irgendwas. Naja, gehen wir erstmal hier rein. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Bild, was ich halt hier gemacht habe zum Schluss. Hier ist ein Gewinde drauf und das ist das, was im Moment läuft auf dem Drucker. Eine große Eule. Das läuft mit Bambusfilament von 3D Fox Lab. Das Zeug ist echt cool. Also es druckt sich mit einer 04er Düse sogar. Die meisten China-Filamente, die auf Holz- oder Bambusbasis sind, setzen 06er oder 08er Düse voraus. Und jetzt haben wir erstmal Cura offen, aber ist egal. Und es ist halt so, dass wir dann hier habe ich einen großen Lampenschirm gedruckt mit Spiralisieren der Außenkonturen. Außer beim Gewinde, da habe ich es weggelassen, weil das muss ja ein bisschen stabiler sein. Das ist auch nochmal, ist eine LED-Lampe für den Garten. Und das sind alles Sachen, die auf dem Tronxy gelaufen sind. So. Das ist jetzt von dem Gewindeteil eben die Komplettansicht. Mit dem Support, also Tree Support, den konnte ich in einem Stück ablösen. Das ist also quasi einfach so mit der Spachtel dazwischen gegangen, dann konnte ich das nach unten wegdrücken. Und hier sieht man jetzt nochmal das Gewinde an sich von dem Teil. Das ist ein Adapter, um von einer Gewindegröße auf eine andere zu kommen. Ist gedruckt in einem PLA Plus und ist gedruckt bei 60 mm und 205 Grad. Das jetzt nur mal so am Rande, um halt mal irgendwas zu den Daten zu sagen. Hier ist kein Support im Gewinde gewesen. Das kommt so raus bei einer Layerhöhe von 1,4, also 0,14 mm. Und so sieht es dann halt nochmal komplett aus. Dann könnt ihr nochmal komplett in das Gewinde reingucken. Seht auch das ganze Teil nochmal. Die Strings, die hier noch ein bisschen drin rumliegen, das ist, die waren nicht fest. Also die konnte ich einfach so mit dem Finger durchgehen, da war das alles weg. Man sieht auch an der Außenhaut, die ist fast glatt. Selbst bei dieser Belichtung, also da ist fast nichts zu sehen. Ich habe hier hinten, da sind so zwei, drei Blobs zu sehen. Das lag aber an Octoprint, dass sich die Bautrate verstellt hatte von 250.000 auf 115.200.
Ich weiß nicht, warum das passiert ist, muss bei irgendeinem Update passiert sein, aber das war ihm dann halt für dieses Teil zu heftig. Da ist er dann teilweise so ein bisschen in Stottern geraten, aber das waren auch nur diese zwei Ecken, soweit wie ich gesehen habe. Ja, und diese Qualitäten sind also ohne Probleme, ohne Umrüstung vom Hotend oder sonstige Sachen mit dem Tronxy möglich. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein paar Hardware-Änderungen gemacht habe. Da würde man dann halt jetzt nur sehen, dass es hier außen noch ein bisschen schwabbeliger ist. Und wie das mit der Z-Achse war, da habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Da war das gleiche Problem ja auch, dass es halt so ein bisschen wabbelt und schwabbelt. Und das ist dadurch halt komplett weg. Ja. Ja, dann gucke ich mir jetzt mal an, was Cura so macht. Falls es nicht startet, muss ich mal kurz Pause drücken, damit ich gucken kann, warum es nicht startet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder zurück in Cura. Also gleiches Problem wie bei den anderen PCs. Ich muss auf diesem PC wie auf den anderen, wo ich die Fehlermeldung bekommen habe, Cura als Administrator ausführen, sonst funktioniert es nicht. Verstehe ich nicht, da ich ja ganz normale Administratorrechte auf diesem PC habe. Also ich habe nur mich als Administrator hier angemeldet. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht noch ein Fehler, der behoben wird. Ja, dann tun wir jetzt erstmal gucken. Das sind jetzt halt die Neuigkeiten. Das habe ich mir schon mal durchgelesen bei Gelegenheit, aber ich will es mir auch nochmal genau angucken demnächst. Und dann befinden wir uns jetzt halt in der 4.9er Version. Das will ich mal gucken, ob wir hier direkt auf unseren Drucker drauf gucken können. Wahrscheinlich nicht. Nein, nicht. Und dann schauen wir mal, dass wir hier dann gleich einfach mal so ein bisschen über die Sachen sprechen können. Wir sind jetzt hier auch auf dem falschen Drucker. Wie ihr seht, ich habe zuletzt Nylon gedruckt, PA12, auch von 3D Fox Lab. Super Material. Lässt sich mega gut drucken. Aber ich habe kein Enclosure um die Drucker drum. Da bin ich erst am Bauen. Dazu gibt es dann im nächsten Video. Ja, es verzieht sich halt doch ganz schön. Aber durch die Simply Print von 3D Fox Lab hält es sehr, sehr gut auf den Tisch. Das muss ich auch dazu sagen. Es klingt zwar so ein bisschen wie eine Werbesendung. Ich werde auch nachher das Werbelogo einfügen müssen deswegen, aber es sind meine eigenen Erfahrungen jetzt. Ich habe damit jetzt auch lange probiert und es ist wirklich genial. Also ich habe mit Holzleim und vielen anderen Sachen probiert. Das Simply Print hält einfach immer. Da reißt eher das Druckbett auseinander, als dass sich das Teil löst. So, jetzt öffnen wir mal den Tronxy. Und dann hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert aus ein, zwei Sachen, dass es in der Hauptsache halt jetzt um PETG und PLA ging. Problem ist sowieso, wenn ich jetzt hier anfange und wähle zum Beispiel ein HIPS aus, dann kommt, dass es nicht supported wird. Irgendwie ein bisschen schlecht, weil ich dazu halt keine richtigen Grundeinstellungen dann habe. Das passt dann nicht so richtig. Ja, müsste ich mir halt alles jetzt selber anlegen unter dem Material. Naja, ist selbst bei dem A-Net alles freigeschaltet, alle Materialien. Das finde ich halt ein bisschen doof, dass das jetzt hier so eingeschränkt wurde. Ja, dann gucken wir jetzt mal in das PETG rein. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Standardprofil. Das geht auf 60 mm, 45 mm. Das sind die ganzen Standardprofile. Damit habe ich auch viel gedruckt mit ein paar Anpassungen. Ich gehe jetzt mal auf ein Profil von mir, wo wir jetzt hier PETG mittlere Qualität haben. Da habe ich die Layerhöhe auf 0,15 reduziert. Habe dann im nächsten Zuge, das ist zum Beispiel noch alt, das hat er falsch aus der Cloud geladen, Prozentsatz der Außenhautüberlappung. Das muss auf 50%, dann habt ihr die Außenhaut vernünftig geschlossen und habt eine schöne glatte Oberfläche, auch ohne dieses Glätten, also ohne diese Cura-Glätten-Funktion. Die Fülldichte drucke ich im Moment bei PETG so zwischen 20 und 30%, weil es ja doch sehr schnell bricht, wenn man es runterschmeißt. Und je weniger Infill drin ist, umso schneller bricht es, wenn es mal runterfällt. Bei Nylon sieht es anders aus. Da habe ich dann 10%, auch mal 15 maximal.
Drucktemperatur liegt bei 235 Grad in allen Schichten. Ich habe auch schon experimentiert mit erster Schicht etwas höher. Aber seit ich das SimplyPrint nutze, reichen auch, das ist auch noch alt, reichen auch 70 Grad noch aus, um dass es vernünftig auf dem Tisch hält, das PETG. Weil es verzieht sich halt nicht viel. Aber mit 80 Grad ist man immer auf der sicheren Seite. Plus der ersten Schicht ist jetzt 100% bei meiner blanken Platte. Bei der Original Tronxy-Platte habe ich zwischen 103 und 105% genommen, bei Fluss der ersten Schicht, um die kleinen Huppelchen im Material auszugleichen, damit halt wirklich auch Druck auf die Platte kommt, damit es halt dann wirklich auch in die Riefen reingedrückt wird, sage ich mal. Denn sonst hält es nicht so gut. Ja. Druckgeschwindigkeit ist jetzt hier auf 60 mm und die ganzen Wandgeschwindigkeiten habe ich auf 40 mm runtergesetzt gehabt bei diesem Material, weil das Material ließ sich selbst, nachdem ich es getrocknet habe, 6 Stunden, nicht gut drucken. Also es gab keine gute Layerhaftung und ich habe dann auch mit höheren Temperaturen probiert. Irgendwann hat es dann auch sehr stark angefangen zu riechen, weil es dann Temperatur schon weit drüber war. Aber selbst da hatte ich keine gute Layerhaftung, deswegen musste ich mit der Geschwindigkeit runtergehen. Das ist aber auch so eine, ja, Sache, ich sag mal, für mittlere gute Qualität mit 0,14er oder 0,15er Layerhöhe ist das schon in Ordnung. Außer ihr wollt halt auf richtig Geschwindigkeit gehen. Da müsst ihr sowieso euch andere Daten suchen. Dann haben wir eine Bewegungsgeschwindigkeit von 120. Das ist auch noch alt. Da fahre ich jetzt mittlerweile 140. Weil bei 150 steigt der Kura aus. Das muss ich demnächst mal aufmachen. Da gibt es irgendwo, glaube ich, bestimmt eine Config-Datei, wo ich das ändern kann. Und Bewegungsgeschwindigkeit der ersten Schicht fahre ich dann 120 mm, damit ich dort halt dann auch dementsprechend mich schnell über den Tisch bewege, denn wenn die erste Schicht nicht hält, dann ist es sowieso egal, da muss man sowieso von vorne anfangen. Also das muss sie aushalten, das Überfahren, wo die Düse halt mal so ein bisschen drüber schrappt. Ja, Einzugsabstand ist bei mir 7 mm wieder, weil ich ja vorher weniger hatte. Also mit dem Extruderarm oben drüber, wo der Extruder in der Mitte hing, hatte ich so zwischen 4 und 5. Das war schon echt gut. Einzugsgeschwindigkeit ist 35 mm und Rückschiebegeschwindigkeit, warum das auf 100 steht, weiß ich nicht, nehme ich 60. 50 ist auch okay. Und zusätzliche Zurückschiebemenge nach Einzug müsst ihr euch raussuchen, müsst ihr aktivieren. Ist auch ganz wichtig, weil das Material neigt dazu, Fäden zu ziehen. Und wenn ihr Fäden zieht, dann zieht ihr immer Material aus der Düse. Und das Material, was aus der Düse rausgezogen wird, muss ja wieder ausgeglichen werden. So, und irgendwann ist die Düsenspitze komplett leer und das gleicht man über diese Funktion aus, dass die wieder gefüllt wird. Das bedeutet, es wird ein kleiner Zacken mehr wieder also wieder reingeschoben, wie vorher rausgezogen wurde. Und somit habt ihr die Düse gleich wieder gefüllt und habt Druck auf der Düse und es geht normal weiter und ihr habt keine, ja, so komische Striche drinne, wo dann halt teilweise nicht ganz gefüllt ist. Das geht damit weg. Combing-Modus müsst ihr gucken. Das ist auch so eine Option, die ist recht wichtig. Ich drucke oft auf alle, oft auf nicht in der Außenhaut. Und Kühllüfter bei meinem Lüfterkonzept reichen 75% hierbei. Bei PLA fahre ich zwischen 70 und 80% und das ist dann halt auch eigentlich völlig ausreichend, weil ihr wollt Layerhaftung haben. Bei 100% habe ich gemerkt, geht die Layerhaftung teilweise runter und das ist ja nicht gewünscht. Das sollte ja nicht sein. Alles andere hier ist auf Standard. Ja, Stützstruktur, wenn wir eine generieren, dann generieren wir definitiv einen Tree. Also, denn der Tree funktioniert halt deutlich besser wie die normale und man braucht auch viel, viel weniger Material. Da kann ich euch mit den Einstellungen allerdings auch nicht großartig weiterhelfen. Da muss jeder probieren, wie es funktioniert. Vielleicht mal ein Teil des Teiles Probe drucken, wo die Stützstruktur dran hängt
um zu sehen, ob die Stützstruktur den Zweck erfüllt und hinterher gut zu lösen ist. Weil ich habe es auch schon erlebt, dass Stützstrukturen komplett fest waren und ich die quasi runtermeißeln konnte. Und das ist halt immer blöd. Das will man halt nicht. Wall Extrusion fällt ja weg. Ich habe ja nur einen einfachen Extruder. Ja, dann haben wir hier noch die Druckreihenfolge. Da ist ja dann, je nachdem, wie es halt aussieht. Bei kleinen Teilen kann man halt dann 4 oder 5 Teile auf den Tisch platzieren und kann die nacheinander drucken. Das steigert die Druckqualität so ungefähr um 5 Millionen Prozent, weil man halt überhaupt kein Problem mit Stringing oder so hat. Und das ist halt gut für eine Serienfertigung, wenn man nacheinander anklicken kann bei kleinen flachen Teilen. Das ist dann halt tipptopp. Kann man sich noch einen Arm drucken, wo man halt die Teile dann runterschiebt vom Tisch. Dann braucht man halt überhaupt nicht dabei sein. Ja, das mal so ganz am Rande. Für mich noch wichtig ist bewegungsoptimiertes Füllen und das Coasting. Coasting benutze ich mal so, mal so. Ich gucke mir immer an, wie das halt aussieht in den Teilen. Und dann kann man halt hinterher dann sehen, was sich dabei ergibt. Ja, das jetzt so erstmal zu PETG mit einer mittleren Qualität. Ich meine, ihr müsst sowieso schauen, aber mit dem Profil ist auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, eine Qualität zu erreichen, die schon echt okay ist, wenn das PETG trocken ist. Also das müsst ihr vortrocknen. So 4 bis 6 Stunden bei 70 Grad. Kann auch ein bisschen höher sein, aber auf keinen Fall über 80, sonst wird das Filament instabil und fängt an, die Form anzunehmen, die es gerade hat. Dann kann es passieren, dass sich halt, wenn da Layer übereinander gewickelt sind von der Rolle, kann es passieren, dass es halt eckig wird und dann passt es nicht mehr durch den Extruder durch. Das ist nix dann. Also so 70 Grad sind okay. Dann habt ihr es auf jeden Fall trocken, dann lässt auch das Stringing nach und dann sollte das funktionieren. Ja, dann haben wir, habe ich das Profil, das hier ist zum Beispiel jetzt. Das ist jetzt das Profil für normale Qualität PLA. Das war nur mal ein Testprofil. Da ist es dann halt so, dass ich nur 2er Layerhöhe genommen habe. Damals. Da habe ich auch hier zum Beispiel noch gar nichts verstellt. Auch hier fahre ich mittlerweile 50%. Und Fülldichte hatte ich damals auch noch sehr hoch. Das ist mittlerweile auch so zwischen 20 und 30% hat sich das eingependelt. Teilweise auch ein bisschen weniger. 210 Grad und 50 Grad Tisch. Da wird wahrscheinlich jetzt im Moment bei dem Simply Print wird auch locker reichen. Vielleicht ein bisschen weniger sogar noch. Hier fahre ich jetzt dann komplett Standardwerte in diesem Profil. Und aber auch Bewegungsgeschwindigkeit und so, das ist das gleiche wie bei PETG. Hier hatte ich mit anderen Daten probiert. Das ist nichts, was jetzt euch weiterhilft. Das ist auch zu übernehmen von PETG. Hier sieht man auch, dass ich Coasting und bewegungsoptimiertes Füllen aktiv hatte. Und habe hier auch 70% nur beim Lüfter gefahren. Ja, dann haben wir hier noch das. Das war auch mal, das habe ich auch mal ein bisschen probiert gehabt am Anfang. Das war mit 80 Millimeter die Sekunde und 60 Millimeter die Sekunde auf den Wandgeschichten. Das läuft auch ganz gut mit ein bisschen Anpassung. Also die Wandgeschwindigkeit würde ich persönlich jetzt auf 55 runternehmen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und Bewegungsgeschwindigkeit der ersten Schicht nehme ich bei diesem Profil immer auf 30 runter. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe das aus der Cloud geladen. Er hat mich auch jetzt hier nicht mehr in die Cloud reingelassen, sehe ich gerade. Ja, es funktioniert nicht immer alles so, wie man das gerne hätte im Video. Geschwindigkeit Skirt und Brim 15 mm ist okay. Und Bewegungsgeschwindigkeit 140 und Bewegungsgeschwindigkeit der ersten Schicht. Quatsch, das war ja die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich bin ja schon total gaga. 120. Druckgeschwindigkeit der ersten Schicht auf 15 ist natürlich völlig okay. Da habe ich gerade selber, ich habe mich verlesen. Das tut mir gerade leid. Entschuldigung. Ich wollte euch jetzt nichts da irgendwie Verkehrtes sagen.
Ja, Lüfterdrehzahl ist bei dem Profil bei 30%. Das war aber noch mit der anderen Düse. Also das zum Beispiel hätte jetzt bei der Originaldüse ausgereicht, die beim Tronxy-Drucker dabei war. Weil ich habe jetzt so eine Ringdüse runtergeladen, die es bei Thingiverse gibt. Die ist auch für den Ender 3 und so verfügbar. Die ist wirklich gut. Also die macht das Ganze auch viel, viel gleichmäßiger vom Luftstrom her. Und da braucht man dann wirklich so 60 bis 70% immer. Ich denke mal hier bei dieser Geschwindigkeit vielleicht eher sogar volle Power, also 100%, damit das Filament auch schnell genug abkühlen kann. Das wäre vielleicht dann dort noch einsetzbar. Ja, hier hatte ich auch alles geändert. Naja. Kann man nichts machen, muss ich es euch halt erklären. Dann brauche ich auch die Profile gar nicht hier rauszukopieren und hochladen. Das ist dann auch Quatsch. Es kann auch sein, dass durch das 4.9 da jetzt irgendwas weg ist. Und das ist zum Beispiel ein langsames Profil. Da habe ich jetzt da ging es rein um Geschwindigkeit. Rein um Geschwindigkeit sage ich schon, rein um Qualität. Das war dann mit 45 und 33. Da habe ich die Originalberechnung gelassen. Ich habe es nachher dann nochmal mit 30 probiert, um das Ganze noch ein bisschen zu steigern. Aber es dauert dann halt schon sehr, sehr lange. Aber das sind alles Profile, wo ich persönlich immer sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Hier steht auch wieder was Verkehrtes drin. Da müsste eigentlich 50 rein und müsste dann hier auch 50, nee, dann Einzug war 35. So, so stimmt es jetzt wieder. 35 und 50, dann ist es okay. Und das Zurückschieben kann halt ein bisschen schneller sein, das ist dann kein Problem. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr hier an dem Einzugsabstand rum probiert, dass ihr dann auch den Fenster minimaler Extrusionsabstand anpasst, weil wenn ich jetzt hier 1 eingebe, dann wird das hier nämlich gelb. Das muss immer mit angepasst werden. Ist immer so 2 bis 3 Millimeter höher wie der Einzugsabstand selber. Ja. Geschwindigkeit hatte ich hier damals 210, das war ein PLA, was sehr schlecht geschmolzen ist. Es war auch alles noch ziemlich am Anfang, weil ich drucke mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich fast kein PLA mehr. Also bei mir fängt es im Moment eher bei PETG an und hört dann bei PA12 auf. Deswegen kann ich da halt nur auf die Sachen zurückgehen, die ich so in den ersten 2, 3 Monaten gedruckt habe. Ich habe auch irgendwo noch das Profil, was Tronxy Original bei ihrem Kalibrierungswürfel verwendet haben. Das habe ich auch irgendwo noch gespeichert, aber es ist hier nicht mit drauf, glaube ich. Doch hier. Das ist das Würfelprofil. Das Würfelprofil ist das originale Profil von Tronxy, was auf ihrem Calibration Cube verwendet wird. 0,2er Layerhöhe, 1,2er Wandstärke und untere Schicht war auch 1,2, also mit 6 Layern. Das konnte man rauslesen. Die haben Prozentsatz für Außenhautüberlappung auf 10% gehabt damals. Die haben aber irgendwas müssen die gemacht haben. Infill war bei 30% beim Originalprofil, 205 Grad und 50 Grad auf dem Tisch. Die haben allerdings dann eine Druckgeschwindigkeit gehabt von 60 mm. Das heißt Füllgeschwindigkeit 60 mm und alle anderen Werte waren stumpf auf 30. Bewegungsgeschwindigkeit 120 war dann, sage ich jetzt mal, auch relativ original. Das war aber auch im Profil vorhanden und die anderen Sachen waren auch Cura Standard. Gut, hier macht er wieder irgendeinen Blödsinn, da hat er wieder irgendwas zusammengebastelt aus meinen anderen Profilen. Keine Ahnung. Naja, vielleicht hätte ich euch die 4.8er zeigen sollen, aber ist egal, ich kann es euch ja erklären. Das ist ja kein Problem. Es ist jetzt auch wieder die 50 und beim Zurückschieben. Und dann machen wir hier wieder die 35 rein. Also das war jetzt für mich so zuletzt der Wert, der mir am meisten gebracht hat in der Richtung und der mich auch am saubersten durch die ganzen Teile gebracht hat. Ja, ansonsten gab es jetzt bei diesem Profil keine nennenswerten Änderungen mehr. Die haben den Lüfter da in meinem Profil auf 70% gehabt.
Kann vielleicht sein, dass sie da auch andere beilegen oder unterschiedliche beilegen. Und dann war halt auf dieser SD-Karte noch eine Eule, da kann ich mich dran erinnern. Das war alles ziemlich identisch mit dem hier. Das Einzige, was dort anders war, war die Geschwindigkeit der Außenwand. Die war dort sogar auf 25 begrenzt, nicht auf 30. Und die Bewegungsgeschwindigkeit wurde auf 80 begrenzt und die anderen Geschwindigkeiten waren auch alle Standard. Und die Lüfterdrehzahl war, glaube ich, auf 90%. Ja, das ist halt auch. Also mit diesem Profil hier, mit diesem Würfelprofil, da muss man auf jeden Fall es schaffen, ein Teil rauszubekommen, was wie ein Kalibrierungswürfel aussieht. Sieht das nicht so aus, dann hat der Drucker andere Probleme. Dann ist die Düse verstopft. Oder. Das Profil werde ich auch wahrscheinlich dann mal reinstellen. Ich werde auch die anderen Profile mal reinstellen von PETG, die ich jetzt hier drinne habe. Ich ändere vorher aber die Sachen dann auf das ab, was ich aktuell verwende, damit es dort keine Probleme gibt. Weil hier in diesem Profil zum Beispiel war auch noch keine Zurückschiebemenge und sowas hinterlegt. Das ist alles, das kam alles erst viel, viel später bei mir. Aber das lege ich euch dann auch mit rein. Ja, das würde ich sagen, war jetzt für mich erst einmal so der kleine PLA-PETG-Guide, um euch zeigen zu können, wie man aus dem Drucker halt Sachen rausbekommt, die erstmal was aussehen. Ähm, ja, wie man jetzt dann halt daraus schnelle Sachen macht, das ist immer so die Frage. Das muss auch jeder selber probieren. Da kann ich schlecht helfen bei, weil jedes Filament ist anders. Ich merke das im Moment auch ganz viel bei den Filamenten, die ich momentan verwende. Auch die Filamente von 3D Fox Lab. Diese Filamente laufen ganz, 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 ganz anders als das günstige Zeug. ESUN läuft auch sehr gut, muss ich sagen. Und ja, G-Tech läuft auch sehr gut. Aber das ist trotzdem kein Vergleich zu den 3D Fox Lab Filamenten. Die sind wirklich, also wie sie schon selber schreiben und sagen, es ist wirklich A-Qualität, also richtige A-Qualität. Weil ich denke, dass die bei ESUN und so weiter und so fort, also bei fast allen Filamentherstellern mit Sicherheit auch Schreddermaterial beilegen von Filamenten, die halt schon mal extrudiert wurden oder schon zweimal extrudiert wurden und halt Untermaß hatten oder sowas. Das wird mit Sicherheit bei denen passieren. Und da ist es halt immer die Frage, wie viel von der Menge herkommt dabei. Wenn die Menge niedrig genug ist, dann merkt man keinen Unterschied zu einem rein frischen A-Material. Ist das nicht der Fall und es wird zu viel beigemischt, dann lassen die Materialeigenschaften schon etwas nach. Und das merkt man halt schon bei der gleichbleibenden Qualität. Aber eigentlich, also ich habe ein Filament gehabt, wo ich sehr starke Probleme mit hatte, von Anfang bis Ende, bis es dann irgendwann weg war. Den Namen möchte ich allerdings jetzt nicht nennen, weil ich will niemandem irgendwie hier das Geschäft kaputt machen und auch niemanden irgendwie in die Scheiße reiten. Das mache ich nicht, das ist nicht meine Art. Aber ein Filament habe ich halt wirklich gehabt. Das war sehr, sehr schlecht und ich habe auch vom Verkäufer kein Feedback bekommen, trotz Anschreiben und so weiter. Das ist einfach so durchgelaufen. Ich habe mich dann auch irgendwann nicht mehr drum gekümmert, weil es war jetzt keine große Summe. Und ich konnte halt dann zumindest Teile drucken, die halt nichts, also aussehenstechnisch nichts machen mussten oder sonst irgendwas, die halt nur einmal funktionieren mussten und die danach in die Tonne gewandert sind. Die konnte ich damit immer noch machen. Mit ein paar Anpassungen halt vom Extrusion und so weiter und so fort. Und auch von der Temperatur, da musste ich halt auch mitspielen. Ja, das halt zu dem kleinen Guide. Dann würde ich sagen, wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Video. Abonnieren und die Glocke nicht vergessen.